Moin und herzlich willkommen bei Kalkoff. Der E-Bike-Markt ist dynamischer denn je und deshalb wollen wir euch möglichst gut auf dem Laufenden halten. Wir schauen uns heute die neuesten Trends an und ebenfalls, was im Kalkoff-Sortiment 2026 alles an Neuheiten am Start ist. Ja, es soll dadurch nicht nur um Technik gehen, sondern wir wollen uns vor allen Dingen anschauen, wie ihr die Räder im Alltag bestmöglich nutzen könnt. Also wie gehen wir vor? Ich würde sagen, wir schnappen uns die Projekte, wir schnappen uns die Räder, holen die Experten dazu und schauen mal, was die zu sagen haben. Moin Merle. Hey, mein Tim. Du hast hier unsere Neuinterpretation eines richtigen Kalkoff-Klassikers mitgebracht, Level 3. Alle Segmente hinweg, von City, Tracking bis hin zu Allroad. Hau mal raus, was gibt's Neues? Ja, wir haben hier auf jeden Fall ordentlich aufgeräumt und die Dreierreihe fit für die Zukunft gemacht. Mit unserer neu entwickelten Rahmenplattform, natürlich mit der Komfortgeometrie, haben wir jetzt noch mehr Vielfalt bei den Rahmengrößen. Beim Wave-Modell haben wir jetzt zusätzlich die Rahmengröße XL mit dabei. Und bei der Rahmengröße S setzen wir auf kleinere Laufräder mit 27,5 Zoll, was ideal ist auch für kleinere Personen. Perfekt, das heißt, wir decken eine noch größere Bandbreite auf dem Bereich auf jeden Fall ab. Haben wir noch irgendwas verändert? Gibt es noch mehr Updates? Ja, wie gesagt, hier hat sich einiges getan. Die Optik ist generell cleaner geworden. Alle Kabel laufen jetzt direkt durch den Vorbau in den Rahmen, was schick aussieht und zusätzlich die Leitung schützt. Außerdem ist hier jetzt das Systemgewicht von 150 Kilo zugelassen, was es dir ermöglicht, auch schwer bepackt sicher unterwegs zu sein. Das heißt, ich kann noch mal eine Schokolade extra essen und trotzdem unterwegs sein. Was hat sich noch getan, wenn wir gerade hier hinten sind? Wir haben jetzt ab Werk den MIG HD Gepäckträger verbaut. So hast du die Möglichkeit, Kindersitze direkt auf dem Gepäckträger zu montieren. Merle, gibt es noch mehr Updates an diesen Level 3 Rädern? Ja, wir haben einige Anschraubpunkte hinzugefügt, was dir zum Beispiel erlaubt, das Front Carrier Set direkt am Headtube zu montieren. Der Federweg hat sich erhöht. Wir haben jetzt bei dem Image und Endeavour einen Federweg von 80 mm und beim Entice einen Federweg von 100 mm. Außerdem haben wir längere Schutzbleche hinzugefügt, was sich einfach noch besser gegen Spritzwasser schützt. Super Merle, das gibt mir schon mal einen total guten Überblick über das gesamte Level 3. Lass uns jetzt vielleicht mal spezifischer reinspringen und mit dem Image, was direkt vor uns steht, starten. Was kann das Rad? Für wen ist das geeignet? Wer braucht das? Also hier sind wir beim Image, unser Citybike. Wenn du entspannt und harmonisch unterwegs sein sollst, ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Wir haben hier den Bosch Performance Line oder auch den super leisen PX-Motor verbaut, was ideal ist für den Stop-and-Go-Verkehr in der City. Total. Ich sehe hier auch typischerweise Riemenantrieb. Genau. Statt öliger Kette setzen wir hier beim Citybike auf einen Riemenantrieb und eine Nabenschaltung. Hier kannst du bequem im Stand an der Ampel schalten und sofort weiter rasen. Ja, total. Wie schaut es mit dem Akku aus? Wie weit kommen wir? Ist ja auch immer so ein Thema. Genau, also der Akku ist schön schick im Rahmen verbaut und mit bis zu 600 Wattstunden hast du auf jeden Fall genug Akkukapazität für alle Erledigungen, die du in der Woche so vorhast. Gibt es für das Image denn auch unterschiedliche Ausstattungsvarianten? Hier haben wir beispielsweise unser Image 3 Excite stehen. Gibt es da noch andere? Genau, beim Image haben wir tatsächlich 6 Ausstattungsvarianten. Vom Excite alleine schon 3 Stück. Okay. Beim ganz normalen Excite ist der Unterschied, dass wir hier eine Nabenschaltung mit 5 Gängen haben. Beim Excite 380 haben wir die stufenlose Enviolo-Schaltung. Und beim Excite Benelux haben wir zusätzlich den GPS-Diebstahlschutz mit verbaut. Was ich auch noch sagen muss, der Riemenantrieb und die Federgabel mit 80 mm Federweg sind hier immer mit dabei. Okay, Excite habe ich verstanden. Dann lass uns vielleicht nochmal Advance und Move als Ausstattungsvariante angucken. Gerne. Beim Advance haben wir den Furion 200 Farbdisplay mit dabei und den Bosch Performance Line Motor. Und beim Move ist der Unterschied, hier haben wir den Active Plus Motor drin und zusätzlich das One-Key-Schließsystem mit dabei. Ja, top. Die City-Modelle habe ich gut verstanden. Lass uns gerne mal zum nächsten Bike gehen, dem Endeavour, was sich ja auch perfekt für Pendeln oder längere Strecken eignet. Ja genau, beim Endeavour geht es vor allem um Effizienz. Du sollst auch mit vollen Packtaschen easy den nächsten Hügel hochkommen. Deshalb setzen wir hier auch den starken Bosch Performance Line oder den CX-Motor mit noch mehr Power ein. Und ich sehe, hier haben wir auch eine Kettenschaltung. Genau, damit du ordentlich Power auf die Pedale kriegst, setzen wir hier auf eine Kettenschaltung. Wie weit kommen wir? Also was für einen Akku haben wir hier drin? Ja, wir haben hier entweder den 540 Wattstunden oder den 600 Wattstunden Akku. Da kannst du easy ausgedehnte Touren übers Wochenende mit starten. Alright, beim Image hatten wir ja etliche Ausstattungsvarianten. Gibt es das beim Endeavour auch? Ja, beim Endeavour haben wir 3 Ausstattungsvarianten. Wir haben das Excite mit dem super starken CX-Motor, das Move mit dem Bosch Performance Line Motor und das Season ist hier unsere Preis-Leistungs-Variante. Ja, klasse, dann haben wir das Endeavour kompakt abgehandelt. Lass uns direkt mal zum letzten Rad rübergehen. Ja. Meinem Lieblingssegment Allroad. Wir haben hier das Entice 3 Excite Belt stehen.
Merle, was kann das Rad? Ja, wenn es mal steiler und ruppiger wird, machen wir hier keine Kompromisse. Mit dem super starken CX-Motor bist du gut ausgestattet. Der zieht dich jede Steigung hoch, egal ob Waldweg oder Schotter. 100 Newtonmeter hat er sogar am Start, glaube ich. Jo, genau. Was mir direkt aufgefallen ist, die Bereifung auch völlig unterschiedlich oder völlig anders als bei den anderen Rädern. Das A und O bei dem Bike ist guter Grip. Deshalb haben wir hier grobstollige Reifen und auch einen Federweg von 100 mm in der Federgabel. Was mich natürlich auch interessiert, wie weit kann ich fahren? Was für einen Akku haben wir hier verbaut? Ja, wir haben hier einen Akku mit einer Kapazität von 600 Wattstunden verbaut. Da bist du bestens gewappnet für jedes Abenteuer in der Natur. Haben wir denn auch beim N-Ties nochmal unterschiedliche Ausstattungsvarianten? Ja, auch hier haben wir 3 Ausstattungsvarianten. Man muss dazu sagen, alle 3 Varianten sind mit dem starken CX-Motor ausgestattet. Das Belt ist hier unser besonders wartungsarmes Rad mit dem Riemenantrieb. Das Advance hat die Kettenschaltung, wenn du oft Hügel oder Berge fährst. Und das Season ist unser Offroad-E-Bike zum guten Preis. Ja, top, Merle. Vielen Dank für die Vorstellung der 3 Bikes. Was ich für mich mitnehme, ist Top-Einstiegsmodelle zum absolut fairen Preispunkt. Und ich glaube, jeder mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen findet sich da zurecht. Kannst du uns zum Abschluss vielleicht noch mal so einen kurzen Cutdown geben, für welches Rad sich was besonders eignet? Ja, na klar, gerne. Also starten wir noch mal rein mit dem Image, unser Citybike für ein harmonisch entspanntes Fahrgefühl mit dem sauberen Riemen in 6 Ausstattungsvarianten. Ja, dann machen wir weiter mit dem Endeavour, unser Touring-Bike mit effizientem Antrieb für viel Reichweite in 3 Ausstattungsvarianten. Und zu guter Letzt haben wir das N-Ties, unser Offroad-Bike. Hier bist du mit dem stärksten CX-Motor für jedes Erlebnis in der Natur gut ausgestattet und hast hier wiederum auch 3 Ausstattungsvarianten. Top-Fazit. Ich glaube, wir sind alle gut versorgt. Merle, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja, gerne. Moin Gerrit. Ja, moin Tim. Das Thema Zuladung wird ja immer bedeutender im E-Bike-Sektor. Oft weiß man im Alltag gar nicht, wie viel das Rad eigentlich trägt. Was sagst du zum Thema Belastungsgrenze? Ja, der entscheidende Punkt ist eben das zulässige Gesamtgewicht. Ja. Das beläuft sich hier eben nicht nur auf das E-Bike selbst, sondern auch auf den Fahrer, die Zuladung, wie beispielsweise der Kindersitz, ein vielleicht schweres Schloss oder der Wocheneinkauf. Ja. Bei Standardfahrrädern ist die rote Linie oft schnell überschritten und ja, das Resultat kennen viele, das Fahrgefühl ist schwammig und das Material leidet. Gerrit, genau hier setzen wir ja auch an. Neue E-Bike-Modelle, 180 Kilo, was können wir erwarten? Ja, ein entscheidender Schritt ist eben, dass wir unsere neuen Level 5er Modelle auf 180 Kilo auslegen konnten, was eben dem Fahrer einfach mehr Puffer gibt. Ja? Ob er jetzt groß gewachsen ist oder einfach nur viel transportieren möchte. Ja? Wir haben hier nicht nur einfach eine Zahl auf dem Datenblatt geändert, sondern wir sprechen hier von Ingenieursarbeit. 180 Kilo können wir natürlich nicht einfach so auf den Zettel schreiben. Welche Komponenten sind wir dafür konkret angegangen? Ja, hier sind zum einen natürlich die kritischen Komponenten zu nennen, wie beispielsweise Laufräder, Sattelstützen und Bremsen. Diese werden extra hart getestet, um eben ein sicheres Fahrrad hier zu produzieren. Wir setzen hier eben nicht auf Standardware, sondern auf Heavy-Duty-Qualität. Ja, und das merkt man auch schon auf den ersten Metern beim Fahren. Sprich, das Fahrrad liegt satt auf der Straße, die Bremsen greifen kraftvoll, nichts wackelt. Ja, also 180 Kilogramm bedeutet eben maximale Sicherheit und maximale Stabilität. Ja, überragend. Wir stehen nicht umsonst hier im Testcenter, wo wir alles über die Standardmaße hinaus nochmal auf den Prüfstand stellen. Kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Was passiert hier eigentlich genau? Ja, also wir vereinen hier grundsätzlich erstmal die Montage, die Lackierung, natürlich die Entwicklung und eben auch das Testlabor, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Wir haben hier auf 200 Quadratmetern 13 Maschinen stehen. Genau, und hier prüfen wir Rahmen, Sattelstützen, Laufräder, Bremsen und so weiter. Ja, und jedes Teil muss sich hier unter Beweis stellen. Wahnsinn. Wie schaut so ein Prüfverfahren denn genau aus? Wir prüfen hier in 2 Stufen, sprich einmal vor der Serienfertigung. Das heißt, wir prüfen das Musterteil bis zum Versagen. Und erst wenn diese Tests durch sind, können wir das für die Serienproduktion freigeben. Ja, im zweiten Schritt machen wir Random Checks, wo wir dann Teile aus der fertigen Serie uns nehmen und diese auch erneut prüfen. Gibt es hier denn auch so richtige Härtefälle? Ja, wenn wir beispielsweise einen Rahmen prüfen, dann simulieren die Maschinen eben Wiegetritt, Schlaglöcher oder Vollbremsung und ja, das auch teilweise über 1000 Stunden pro Modell. Und deswegen können wir unsere Fahrräder eben auch auf 180 Kilogramm freigeben. Das gibt dem Kunden natürlich Sicherheit, dass das Fahrrad auch den höheren Belastungen standhält.
Gerrit, wir könnten das Ganze ja auch auswärtig irgendwo anders testen lassen, machen es aber hausintern. Warum ist das für uns so wichtig? Ja, unser großer Heimvorteil ist eben, dass wir alles hier im Haus haben, wie du richtig gesagt hast. Und zwar, wir können schnell reagieren. Sollte es einem Händler, sollte uns etwas auffallen, wir können am selben Tag noch prüfen, wir können analysieren und dementsprechend auch handeln. Ja? Made in Germany ist für uns nicht einfach nur ein Label, sondern das ist eben die Garantie dafür, dass sich Hunderte von Ingenieursstunden und Millionen von Testzyklen auch einfach gelohnt haben. Ja, wahnsinnig spannend. Gerrit, vielen Dank für die Einblicke. Danke. Sehr gerne. Vor uns stehen das Image 5 Plus und das Endeavour 5 Plus. Das sind für mich wirklich zwei Räder, die den Begriff Alltags-E-Bike neu definieren. Wir haben ein aufgeräumtes Cockpit, eine wirklich komfortable Rahmengeometrie und eine satte 180 Kilo Traglast. Ingo, ich bin schon völlig drin. Moin erstmal. Moin erstmal. Hi Tim, schön hier zu sein. Cool. 2 Fahrräder sollen ja eigentlich möglichst fahren. Wir sagen aber auch, die sollen uns eine persönliche Auszeit bieten. Wie schaffen wir diesen Spagat? Bei beiden Geometrien geht es darum, dass wir möglichst entspannt von A nach B kommen. Also Stress im Alltag vermeiden und dafür sind diese beiden ideal geeignet. Wichtig natürlich auch immer der Antrieb. Womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es bei beiden Modellen mit dem Bosch Smart System zu tun. Einmal mit dem CX-Motor, einmal mit dem PX-Motor. Und beide sorgen dafür, dass wir harmonisch, aber kraftvoll vorankommen. Und wie weit kommen wir? Also was für Akkus haben wir hier verbaut? Wir haben maximal massive 800 Wattstunden und damit ist die Reichweitenangst also kein Problem. Das heißt, weniger häufig laden und entspannt reisen. Ich habe mir das Rad natürlich vorher schon mal genommen und sitze relativ aufrecht, so war mein Eindruck. Ist das gewollt, diese aufrechte Sitzposition? Auf jeden Fall möchten wir, dass du gemütlich sitzt und somit auch entspannt im Stadtverkehr unterwegs bist, einen guten Überblick hast und das ist der große Vorteil der Geometrie. Ich habe es ganz am Anfang ja schon mal erwähnt, 5 Plus steht im Namen. Das Plus, was bedeutet das? Das Plus steht bei uns immer für maximale Belastbarkeit, sprich wir haben also insgesamt 180 Kilo Traglast, wie du es vorhin genannt hast, sodass alle Komponenten, die verbaut sind, garantieren, dass ein großer Einkauf drauf geht, ein etwas schwerer Fahrer und die 180 Kilo somit ausreichend sein sollten. Wow, 180 Kilo, das ist natürlich eine Ansage. Was für weitere Features gibt es hier? Ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Zum einen, also wir haben ultra belastbare Anbauteile oder Teile verbaut. Das heißt insbesondere auch ein MKD-Gepäckträger. Plus wir haben ein Licht verbaut, was gleichzeitig in der Stadt, besonders beim Image, auch als Bremslicht dient. Sehr cool. Und bei beiden verstellbarer Vorbau und aber auch die Kabelführung integriert, sodass du eigentlich dort ein aufgeräumtes Cockpit hast immer. Ja, überragend. Also wir haben beide Räder hier. Lass uns vielleicht mal in die Unterschiede auch reingehen. Fangen wir mit dem Image an. Was hat es hiermit aus sich? Welche unterschiedlichen Ausstattungsvarianten haben wir beispielsweise hier? Für das Image haben wir uns 3 verschiedene Ausstattungsvarianten überlegt. Das sind einmal Move, Advance und Advance BLX. Beim Move hast du einen wartungsarmen Riemenantrieb. Beim Image 5 Advance haben wir eine stufenlose Enviolo-Schaltung, die sehr harmonisch gleitet, plus absenkbare Sattelstütze, die im Stadtverkehr einfach super ist, weil du an der Ampel Knopfdruck mit beiden Füßen stehen und dann entspannt weiterfahren kannst. Und bei dem Advanced BLX ist der Zusatz noch, da haben wir Kalkoff Protected verbaut, ein IoT-Modul, was sozusagen GPS-Tracking und Diebstahlschutz unterstützt oder schwieriger macht, den Diebstahl. Ja, also eine riesige Vielfalt an Ausstattungsvarianten allein hier für den Imagebereich. Lass uns auch gerne mal zum Endeavour gehen. Zum Endeavour 5 haben wir da ähnlich viele Varianten. Bei dem Endeavour 5 haben wir die Ausstattungsvariante Advance. Das heißt, du hast zum einen eine robuste Kettenschaltung, die dich steile Berge hinauffahren lässt. Wir haben einen Bosch Performance Line CX Motor, sehr kraftvoll, ebenfalls für jegliche Schandtat geeignet. Und du hast da natürlich auch 180 Kilo Gesamtgewicht und einfach ein sehr robustes Rad für jedes Terrain. Ingo, vielen Dank für die Vorstellung der beiden Bikes. Ja, absolute Kraftpakete, aber immer noch komfortabel, so kann man sagen. Ich habe richtig Bock bekommen. Danke dir. Danke auch. Moin André. Hi Tim. Wir haben hier unser N-Type 7 stehen, haben wir im anderen Video auch schon mal vorgestellt. Heute wollen wir einen Deep Dive wagen. Zu dem N-Type 7 selbst. Du nennst es häufig auch SUV. Warum?
Ja, genau. Wir haben hier das Entice 7 Advance und wir nennen es SUV im allerbesten Sinne. Es ist besonders robust, es ist sehr stark ausgestattet und vor allen Dingen steht das Ganze für maximalen Komfort. Bequemlichkeit ist da wahrscheinlich auch so ein Stichpunkt. Hängt womit zusammen? Mit der Vollfederung, nehme ich an? Genau, wir haben also bei diesem Rad nicht nur vorne die klassische Federgabel, sondern auch am Hinterbau haben wir eine Federung eingebaut, sodass man hier wirklich sowohl vorne als auch hinten mit dem maximalen Komfort unterwegs ist. Und alle Unebenheiten, Bordsteinkanten, Schotterwege werden dort einfach drüber weggefahren und man schwebt quasi über den Asphalt. Ja, Schweben auch, Gleiten ist so ein anderes Stichpunkt. Wir wollen natürlich auch Zug nach vorne haben. Hau mal raus, was für einen Motor haben wir hier drin? Ja, genau. Wir haben hier den stärksten Motor der Bosch-Familie. Das ist der Bosch Performance Line CX. Mit vom Werk 85 Newtonmeter, lässt sich sogar über ein Software-Update jetzt bis auf 100 Newtonmeter sogar noch hochdrehen. Also da haben wir reichlich Reserven, um alle Anstiege auch zu schaffen. Ja, top. Angenommen, ich nehme das Bike für eine Tagestour, wie weit kann ich damit fahren? Also was gibt der Akku her? Ja, wir haben hier den 800 Wattstunden InTube-Akku. Das ist aktuell der größte auch, den es in der Bosch-Serie gibt. Der hat auch genug Reserve für so sehr, sehr große Tagestouren. Da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Man hat sehr viel Reserve. Ja. Was mir auch direkt aufgefallen ist, die absenkbare Sattelstütze, Dropper Post auch genannt. Ist das einfach eine Spielerei oder hat das einen wirklichen Nutzen für mich? Nee, Spielerei ist es auf keinen Fall. Das ist ein Feature, was jetzt seit den letzten Jahren immer mehr im Programm ist. Bringt einen ganz klaren Vorteil, was die Höheneinstellungen angeht. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Dilemma habe, stelle ich mir den Sattel so ein, dass ich ideal pedalieren kann oder stelle ich mir den Sattel so ein, dass ich bequem an den Boden komme, kann ich das hier bei dieser Sattelstütze ganz variabel während der Fahrt ändern. Heißt, ich stelle mir während der Fahrt den Sattel hoch, fahre ganz angenehm und wenn ich anhalte, kann ich mit dem Sattel runterfahren und ganz bequem mit den Füßen auf den Boden kommen. Mir persönlich ist Sicherheit ja auch immer ein großes Anliegen. Was für Bremsen haben wir hier denn verbaut? Ja, Tim, wir haben ja eine 4-Kolben-Bremsanlage von Tektro, die dich natürlich jederzeit sicher zum Stehen bringt. Ja, wir haben unterschiedliche Modelle. Es gibt ein Spitzenmodell, vielleicht auch ein Einstiegsmodell. Kannst du zu den unterschiedlichen Ausstattungsvarianten hier vom Entice 7 noch mal was sagen? Genau, die Tektro-Bremsanlage, wenn wir damit anfangen, ist bei dem Advance und bei dem Move-Modell, so wie wir es hier stehen haben, die Tektro 4-Kolben-Bremsanlage. Wenn wir ins Spitzenmodell, in das Excite-Modell gehen, haben wir dann sogar eine 4-Kolben-Bremsanlage mit ABS verbaut. Das kennst du aus dem Autobereich. Da kommst du wirklich auf allen Untergründen sicher zum Stehen und das Vorderrad rutscht nie durch. Du hast schon gesagt, das hier ist das Entice 7 Advance. Was haben wir für Ausstattungsvarianten? Was sind da vielleicht auch Unterschiede, die interessant sein können? Genau, beim Entice 7 mit der Vollfederung haben wir 3 Ausstattungsvarianten. Das eine ist das Entice 7 Move. Da starten wir. Da haben wir eine etwas einfachere Ausstattung mit dem Purion-Display und mit etwas einfacher gehaltener Schaltung und Bremsen. Alles etwas preisgünstiger gehalten. Genau, ansonsten haben wir hier das Advance-Modell mit unserer Mittelklasse in der Ausstattung. Wir haben das Kiox 300er Display, wir haben den Supernova Mini 3 verbaut, sodass wir zum einen natürlich eine sehr gute Beleuchtung haben und zum anderen im Display alle Anzeigen, die wir für den Alltag brauchen. Und dann eben das Spitzenmodell für die, die eben keine Kompromisse eingehen wollen, die das maximale Fahrerlebnis haben wollen, haben wir dann das Entice 7 Excite. Ich habe schon Bock aufs Rad, wenn ich mir das jetzt schnapp und einkaufen fahre oder auch mal eine längere Tour mit Kumpels und ich packe mir große Taschen dran. Was für eine Zuladung haben wir da? Wird ja auch immer wichtiger. Ja, unsere Plus-Story bedeutet 170 Kilo Zuladung und das ist natürlich in einem Bereich von vollgefederten Fahrrädern outstanding. Hier haben wir also die Möglichkeit, Fahrer plus Fahrrad plus Zuladung 170 Kilo erreichen zu können. Am Gepäckträger dürfen es auf dem Weg mit vielen Anbaumöglichkeiten 25 Kilo sein und auch vorne haben wir Montagepunkte noch für einen Frontträger, sodass man das Gewicht auch verteilen kann. Also für den Alltag, fürs Einkaufen natürlich auch eine tolle Geschichte. Also gefühlt, das Rad lässt keine Wünsche offen. Mich hat es überzeugt, ich finde es mega spannend. Danke André für die Vorstellung, richtig Gerne. Cool. Danke dir. Leichte E-Bikes liegen nach wie vor im Trend und deshalb habe ich mir den absoluten Experten für Produktinnovationen an die Seite geholt. Moin Jörn. Ja, moin Tim, ich freue mich hier zu sein. Cool, super, dass du direkt auch unser Image L Excite mitgebracht hast. Das L steht natürlich für Light und wenn man das Rad anhebt, merkt man warum. Total leicht. Jörn, was fahren wir hier für ein Konzept? Ja, wir haben uns bei dem Fahrrad viele Gedanken gemacht, wie wir es wunderbar im Alltag gebrauchen können.
was man braucht, was man nicht braucht und die Sachen, die man nicht braucht, haben wir versucht wegzulassen. Das klingt schon mal gut. Was für einen Motor haben wir hier zum Beispiel am Start? Ja, bei dem Light haben wir den Bosch SX Motor gewählt mit 60 Newtonmeter Drehmoment und wir kombinieren das Ganze hinten mit der Enviolo Urban Schaltung. Was sind da vielleicht Vorteile? Der Vorteil, der vielleicht bis jetzt noch nicht erwähnt war, ist, dass wir hier eine Kombination mit einem Riemen gewählt haben. Wir haben dadurch zum einen erstmal eine sehr hohe Wartungsarmut. Der läuft sehr ruhig und leise und der ist natürlich sehr langlebig. Bei vielen ist natürlich auch die Befürchtung da, kleiner Akku, ich komme nicht möglichst weit mit. Was können wir hier bei unserem E-Bike machen? Wir haben natürlich zum einen den 400 Wattstunden PowerTube-Akku schon integriert im Unterrohr, aber zusätzlich obendrauf, wenn man noch möchte, kann man das ohne weiteres mit einem 250 Wattstunden Range Extender kombinieren. Hier haben wir am Rahmen schon die entsprechenden Vorrichtungen vorgesehen. Das nimmt vielen wahrscheinlich auch die Furcht, die sagen, hey, leichtes E-Bike, kleiner Akku, ich komme nicht weit. Gerade damit ist das Problem natürlich easy gelöst. Wie ist das sonst so in Bezug auf Komfort, wenn man bei leichten E-Bikes unterwegs sind? Mussten wir da Einschränkungen oder irgendwelche Limitationen machen? Nein, also überhaupt nicht. Auch da wieder beispielsweise für die Verzögerung sorgen starke Shimano-Scheibenbremsen. Wir haben es hier mit einer Luftfedergabel zu tun, dass ich also auch bei jeglicher Kopfsteinpflasterfall also nicht darum bangen muss, hier zu wenig Komfort zu haben. Kombiniert mit voluminösen Reifen ist das eigentlich für die Stadt das Optimum. Das heißt, selbst bei ein bisschen ruppigerem Untergrund, du sprichst es gerade an, Kopfsteinpflaster, komme ich trotzdem gut voran. Kein Problem. Sehr cool. Und wenn ich jetzt vorstelle, ich fahre irgendwie zum Supermarkt, will einkaufen, was habe ich da mit dem Rad für Möglichkeiten? Naja, also zum einen haben wir natürlich einen sehr stabilen Gepäckträger, der auch für verschiedenste Funktionen, was zum Beispiel Packtaschen oder Korbmöglichkeiten betrifft, überhaupt keine Probleme haben wird. Aber es besteht auch hier wiederum die Möglichkeit, wie man am Rahmen wunderschön schon sieht, die Vorrichtungen sind da. Man kann ein Nachrüstset bei uns bekommen mit einem Front Carrier. Da ist auch gleichzeitig eine Kunststoffschale drin, damit die Sachen, die man dort transportieren will, am Ort und Stelle bleiben. Und das Ganze kann auch noch zusätzlich durch ein Gepäcknetz gesichert werden. Sehr cool. Die letzte Frage, die sich mir noch stellt, die Bedieneinheit. Womit haben wir es hier zu tun? Ja, das ist das Purion 200, was das System von Bosch mitbringt. Das heißt also, ich habe jederzeit alle nötigen Informationen im Überblick, kann das einhandmäßig mit dem Daumen bedienen, im Straßenverkehr absolut sicher. Ja. Und wie gesagt, auch hier nicht mehr als nötig, aber alles, was benötigt wird. Spannend sind natürlich auch immer die Farben. Was haben wir hier beim Image Light? Ja, einmal das Polar Blue und das Diamond Black Glossy. Cool. Jörn, was ich für mich mitnehme, total wartungsarmes Rad, geeignet für die Stadt, total alltagstauglich, ja, ein echtes Statement in der Light-Klasse. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, immer wieder gerne. Moin Hiske. Hi Tim. Na, cool, dass du unser neues Endeavour L Touring mitgebracht hast. Sieht auf den ersten Blick ja völlig anders aus als andere Räder bei uns im Portfolio. Magst du uns einmal zeigen, was ist das für ein Rad? Was hat es damit auf sich? Stell dir ein ganz normales E-Tracking-Bike vor, was aber den Spirit eines Gravel-Bikes besitzt. Wir haben zum Beispiel einen Diamantrahmen, einen Dropbar-Lenker, Schutzbleche, aber auch einen Gepäckträger. Das ist unser neues Endeavour L Touring. Das Bike, das alles kann. Alles ist natürlich ein großes Wort. Wofür nutze ich das Rad dann am besten? Einfach für die Feierabendrunde? Das Fahrrad kann dich im Prinzip überall hin begleiten. Egal, ob du täglich zur Arbeit pendelst oder ob du zum Beispiel einen Kinderanhänger ziehen möchtest, denn das Bike hat richtig Power. Es hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 130 Kilogramm. Aber auch für zum Beispiel anspruchsvollere Bikepacking-Touren. Wir haben einen voll funktionsfähigen Gepäckträger und verschiedene Anschraubpunkte, sodass du zum Beispiel Schlösser, Flaschen oder auch Taschen montieren kannst. Also im Prinzip für alles und jedes Wochenendabenteuer. Cool, also einen total hohen Alltagsnutzen. Ja, auch da als Frage nochmal für diesen Alltagsnutzen, wie erleichtert das Rad mir den Alltag denn besonders? Also absoluten Komfort bringt die automatische TRP-Schaltung mit sich. Die ist komplett in das Bosch-System integriert und findet automatisch immer den passenden Gang für jede Situation. Super, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal in die Technik rein bei diesem sportlich leichten E-Bike. Was für einen Motor haben wir denn verbaut und welchen Akku haben wir? Klar. Das absolute Herzstück ist der Bosch Performance Line SX Motor, der hat 55 bis 60 Newtonmeter und wir haben die Bosch Compact Batterie mit 400 Wattstunden. Die habe ich dir auch mitgebracht. Sehr cool. Super leicht. Dankeschön. Und absolut bequem und mühelos zu entnehmen und dementsprechend auch zu laden.
Das Rad hat noch ein paar zusätzliche Highlights, wie zum Beispiel ein Dropbar-Lenker mit kompletter Kabelintegration, ein Mix-System-Gepäckträger, DT-Swiss-Felgen oder auch Schwalbe G1 Overland-Reifen. Gerade die Komponenten hier vorne beim Cockpit interessieren mich. Sieht sehr aufgeräumt aus. Was haben wir da verbaut? Wir haben zum einen einen Top-Tube-Controller, eine Mini-LED-Remote und das Purion 400 Display. Das Cockpit an sich ist dann bei allen Modellen auch gleich oder unterscheidet sich das nochmal? Das unterscheidet sich tatsächlich. Wir haben die einzelnen Größen perfekt abgestimmt. Das bedeutet, wir haben bei den Rahmenhöhen S und M einen 70 mm langen Vorbau und einen 400 mm breiten Lenker und bei den Rahmenhöhen L und XL einen 90 mm langen Vorbau und einen 420 mm breiten Lenker. Ja, top. Hiske, das Auge fährt natürlich auch immer mit. Ich finde die Farbe hier wunderschön. Gibt es aber auch da nochmal Unterschiede zwischen Modellen? Absolut. Wir sehen hier die erste Farbe, das ist Amber Brown Matte. Und es gibt zusätzlich noch eine zweite Variante, das ist Fennel Green Aqua Grey Glossy, eine Zweifarblackierung. Für mich wirklich ein total heißer Anwärter aus E-Bike des Jahres. Hiske, vielen Dank, dass du das E-Bike mitgebracht hast und vorgestellt hast. Danke dir. Gerne. So, da sind wir schon angekommen. E-Bike Trendvorschau 2026 beendet. Ihr habt gesehen, egal vom Einstiegsmodell bis hin zum Premium-Bike, für Kalkoff zählen komfortorientierte Bikes, eine maximale Sicherheit und ein hoher Alltagsnutzen. Auch nach dem Kauf unterstützen wir dich natürlich, entweder hier direkt vor Ort oder beim Partner. Was mich jetzt natürlich besonders interessiert, welches E-Bike fandst du am spannendsten, auf welches hast du richtig Bock? Schreib's direkt unten in die Kommentare oder fahr zu deinem Händler und teste das Rad Probe. Du kannst natürlich auch gerne zu uns hier in die Brandworld kommen, auch hier kannst du die Räder testen. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!